Hi, ich bin Nathalie von Boda und ich koche heute mit Lisa von Kochen mit Herz bei unserem Handelspartner Aufschneider. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, super, dass wir heute zusammen was machen dürfen. Unser Thema ist ja heute zuckerfreies Dessert im Genau. Boda Expo. Und was hast du denn dabei? Also wir machen heute einen zuckerfreien Schokokuchen mit flüssigem Kern und Bratapfel. Gibt's dazu. Also ich würde dich bitten, dass du mal die Butter schmelzen tust. Ja, und wie bist du auf diese Ernährungsform so gekommen, dass du da so sehr drauf achtest? Also ich habe so als Teenager begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe eigentlich alles ausprobiert an Ernährungsweisen, was man halt so hört und sieht, und bin dann eigentlich bei der Ernährungsweise hängen geblieben, weil es für mich einfach die beste war und auch die Theorie dahinter, was ich halt so gelernt habe, am meisten Sinn gemacht hat. Also meine Basis der Ernährungsweise ist das Thema Clean Eating, also im Endeffekt nichts anderes wie zurück zum Ursprung, so wie es früher gemacht worden ist, so rein wie möglich zu essen, also die Grundzutaten zu kaufen und aus denen was zu kochen oder zu backen. Und was ist da dann in dieser Schokolade für Zuckerersatz drin? Also da drinnen ist Erythrit und Stevia. Das ist auch der Zuckersatz, den wir für den Teig verwenden. Das ist eben ein natürlicher Zuckersatz, also kein künstlicher. Das ist ja ganz wichtig, dass man auf das schaut. Und das schmeckt auch wirklich in Kombination. Also Erythrit und Stevia gemischt schmeckt 1:1 wie normaler Haushaltszucker. Mixen wir die Eier mit dem eben natürlichen Zuckersatz, wie wir gerade besprochen haben. Und dann schütten wir das langsam rein. Und dann kann man auch nur mehr Nüsse und Backpulver dazu und der Teig ist schon fertig. Probiere ich gleich mal. Genau. Ich kann ja sagen, ob es für dich jetzt süß genug ist, weil es ist natürlich auch immer Perfekt. eine Frage von Geschmack. Also ich bin ein Typ, der isst gerne Zartbitterschokolade, deshalb mag ich es auch gerne ein bisschen herber. Da stecke ich immer dann nur so Trick 17 ein bisschen hinein oder ein so ein Drop oder halt ein Stückchen, wenn man jetzt eine Tafel verwendet. Und durch das hat man dann garantiert den flüssigen Kern. Ja, du hast dein Expo nicht daheim. Nein, leider noch nicht. Genau, deswegen zeige ich dir das Gerät mal sehr gerne. Für diese Schokotörtchen würde ich jetzt sagen, wir nehmen manuell. Ja. Da kann man nämlich die Temperatur und die Feuchtigkeit ganz individuell einstellen. Und da stelle ich jetzt 160 Grad und 60% Feuchtigkeit ein. Genau, aber mit der Feuchtigkeit wird es mit Sicherheit dann schön saftig. Dann heizen wir jetzt erstmal auf. Und der Expo gibt uns dann Bescheid, wenn wir die Förmchen reintun dürfen. Passt. So, der Expo hat sich aufgeheizt. Super. Ist echt schnell gegangen. Super. Dann stelle ich die Zeit ein. 6 Minuten, oder? Genau. Ah ja, da. Gut, dann machen wir mit dem Topping weiter. Ja, dann schnippeln wir mal dabei die Äpfel. Also wir machen die einfache Bratapfel, also das Bratapfeltopping, dass wir einfach den Apfel klein schneiden und in einer Pfanne einfach anbraten und dann auch mit Zimt verfeinern und ein bisschen Süße. Auch das perfekte Dessert für Weihnachten. Eben, genau. Oder halt für irgendwelche Feiern rund um Weihnachten. Da hat man ja oft einmal Gäste oder so. Wow, die sind total aufgegangen. Das schaut jetzt super aus. Wow. Ah, super. Geht das so? Ja. Schaut super aus. Total. Ich mache gern noch ein bisschen Sahne dazu oder ein selbstgemachtes Vanilleeis. Das ist auch sehr lecker. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Genau. Also, wow. Das schaut Also der ist Hammer aus. perfekt gelungen. Also außen eben. Sieht man auch den flüssigen Kern. Genau, Achtung, heiß. Sehr lecker. Wow, ja gut. Also wirklich die Konsistenz merkt man schon einen Unterschied bei dem Ofen jetzt. Also dass eben das Außen super fest, also fluffig, aber halt gestockt ist und in der Mitte nur so super flüssig geblieben ist. Also Ja, ist echt total fluffig geworden. gesunder Genuss ohne Verzicht. Das ist mein Motto.